Wir sind Jessie und Roberto und mit unserem Van Jimmy starten wir endlich in einen neuen Abschnitt unserer Panamerikaner-Reise. Es geht nach Mexiko! Zuletzt hatten wir vor dem Grenzübergang vor allem warnende Worte erhalten und natürlich ist in Mexiko einiges anders als in den USA. Aber für uns ist das nichts Negatives und nach den ersten großartigen Eindrücken freuen wir uns auf mehr. Gestern Abend schon, als wir angekommen sind, bin ich halb durchgedreht wegen den ganzen Kakteen. Hallo zu diesem neuen Video. Schaut mal, wo wir gelandet sind, an diesem grandiosen Ort. Ich glaube, meine Euphorie sieht man mir an. Wir sind nämlich in Pacific Beach in San Diego. Aber hier bleiben wir natürlich nicht, denn wir haben Großes vor in den nächsten Tagen. Take me out to California. Take me out to California. I feel the day is coming to an end, and my eyes are drawn to southern skies. And all the while I was trying to pretend the promised land was there beyond the great divide. But I'll be. Es tut so gut, hier zu sein. Ja, der Strand, die Sonne, das haben wir schon ziemlich vermisst in den letzten Wochen. Es war ständig kalt und wir waren, ja, wie schon ein paar Mal erwähnt, ziemlich übersättigt von den Steinen. Und hier sind wir ja die letzten Tage ein bisschen runtergekommen, konnten hier entlang laufen, entlang des Strandes. Und ja, ich glaube, für unsere Seele hat das richtig gut getan, um einfach mal abzuschalten. Silver screen, the happy faces and a sign upon a hill. The wine is flowing and the fields forever green, and all your hopes and dreams will always be fulfilled. So I'll be coming real soon. Yeah, I'll be coming real soon. So take me out to California, where the sun is always high, where the streets are paved with gold and no one ever gets old. Aber das wieder schön. Aber es wird eben auch ganz schön frisch, sobald die Sonne weg ist. Drum gehen wir jetzt auch wieder zurück zum Van. So, wir fahren jetzt an den Schlafplatz, essen was Kleines und gehen früh ins Bett, denn ab morgen startet so richtig das Abenteuer. Bevor es mit dem Video weitergeht, möchten wir uns bei CyberGhost, dem Sponsor unseres heutigen Videos, bedanken. Da wir im Alltag, aber auch beim Arbeiten oft auf öffentliches Internet angewiesen sind, wollen wir uns vergewissern, dass unsere Verbindung stets sicher ist. Und da kommt CyberGhost ins Spiel. Mit dem VPN von CyberGhost wird nämlich unsere IP-Adresse verborgen und all unsere Daten werden durch den verschlüsselten VPN-Tunnel geleitet. Und somit weiß wirklich niemand, was wir online machen, nicht mal CyberGhost selbst. Doch davon abgesehen ermöglicht einem CyberGhost VPN auch Geoblocking zu umgehen. Ob nun Websites, YouTube oder Filme und Serien von über 35 Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus, wir stellen einfach den passenden Standort ein und können die Inhalte so konsumieren, wie wir es uns wünschen, egal wo wir uns gerade auf der Welt befinden. Da ist es auch kein Wunder, dass CyberGhost weltweit bereits über 38 Millionen Nutzer hat und auf Trustpilot das meistempfohlene VPN ist. Außerdem wird es auch von Websites wie computerbild.de, chip.de und pcwelt.de empfohlen. Den VPN-Dienst könnt ihr natürlich auf allen gängigen Plattformen nutzen und ein Account funktioniert auch für 7 Geräte, ob nun die eigenen oder die von Freunden und Familie. Und falls man doch mal Unterstützung braucht, so gibt es auch einen deutschen Support, der 24/7 erreichbar ist. Wenn ihr das Ganze selbst ausprobieren möchtet, klickt euch den Link unten in der Videobeschreibung an. Damit bekommt ihr 83% Rabatt sowie 4 Monate gratis und bezahlt gerade mal 2,03 € im Monat. Und mit der 45 Tage Geld-Zurück-Garantie geht ihr auch kein Risiko ein. So, aber jetzt geht's weiter mit dem Video. Guten Morgen aus San Diego! Ja, ich konnte es mir nicht verkneifen. Ich musste heute früh noch mal an den Strand kommen.
An der Promenade ist schon ein bisschen was los. Die Sonne ist vor kurzem aufgegangen und natürlich sind ein paar Surfer schon im Wasser. Die waren natürlich als erstes hier. Aber ich bin vor allem hier, um mich zu verabschieden, denn unsere Zeit hier ist vorbei. Wir haben alle Vorbereitungen getroffen. Wir sind, glaube ich, soweit, um über die Grenze zu fahren. Ich bin ziemlich aufgeregt, im positiven Sinn, auch wenn uns die meisten US-Amerikaner hier mit einem Oh begegnet sind, als wir von Mexiko gesprochen haben. Aber ja, wir freuen uns riesig. Ich glaube, das ist einfach nochmal ein neues Kapitel und ich freue mich drauf. Ich hoffe nur, dass unterwegs alles klappt. Gerade bei der Grenze, aber das wird schon, oder? Morgen. Morgen. Na, wie war's am Strand? Oh, es war richtig schön. Ja. Und es sind so viele Surfer schon im Wasser. Wirklich? Ja. Okay. Frühaufsteher sind das hier. Kaffee ist fertig. Sehr gut. Tschüss, Palmen. Jetzt kommt nochmal Kakteen. Wir sind schon fast aus San Diego raus. Man sieht schon ganz viele Schilder Richtung Süden und nach Mexiko. Wir fahren aber nicht Tijuana an, das wäre ja eigentlich der nächste Grenzübergang. Aber uns wurde von mehreren Leuten empfohlen, eher einen Grenzübergang weiter östlich zu nehmen, in Tecate, denn da ist weniger los, es ist ein bisschen entspannter und mit den Formalitäten sei es da wohl ein bisschen einfacher. Mal sehen, wir testen das dann. Mal schauen, was einfacher heißt. Ja, ich glaube, so wirklich einfach wird es nirgendwo. Ein bisschen Chaos ist, glaube ich, überall vorhanden, aber ja, auf jeden Fall ist das mal unsere Strategie soweit. So, wir haben noch, wie viel ist es? 2? Nein, 3? 1500 Fuß. 1500 Fuß bis zur Grenze. Ja, ich bin ein bisschen nervös und ich glaube, diesmal ist auch Roberto ein bisschen nervös. Auch ich bin nervös. Und den interessieren Grenzübergänge ja sonst gar nicht. Ja, also mal sehen, was uns da erwartet. Ja, unverhofft kommen wir gerade mal durch die erste Pforte und schon winken sie uns raus und es gibt eine Durchsuchung des Fahrzeugs. Ja, er hat die Schränke aufgemacht, ein bisschen reingeschaut, war mega freundlich. Er hat sogar die Schuhe von Roberto sind rausgefallen, er hat sie wieder zurück reingetan und auch das Seil wieder rangetan, um den Schrank wieder zu sichern. Ja, also der Van ist insofern in Ordnung. Auch die Papiere dazu haben sie angeguckt und so, aber jetzt geht es zur Immigration für uns. Also wir als Personen sind noch nicht eingereist, das müssen wir jetzt noch machen. Jetzt parken wir hier und dann gehen wir zu Fuß nochmal in das Office. Wie lange waren? 2,5 Stunden, glaube ich. 2,5 Stunden waren wir da. Oh. Sich ganz schön in die Länge gezogen. Ja, ich bin ganz schön platt auch, obwohl ja Roberto alles Reden übernommen hat. Und man muss auch fairerweise sagen, es hat jetzt nicht 2,5 Stunden gedauert, die Formalitäten zu klären. Nein, der eine Grenzbeamter von der Migration, der hatte ein bisschen Freude an Roberto. Er war nämlich schon mal in Rom und in Mailand, glaube ich, und er hatte, ja, hat sehr gefreut, in Roberto einen freundlichen Italiener gefunden zu haben. Also haben wir sicher eine halbe Stunde mit ihm gequatscht. Mindestens. Mindestens. Natürlich auch über Fußball, ist ja klar. Aber
was war noch? Genau, dann war noch eine Sache mit dem Fahrzeug, denn wir haben ja alles auf Tschechisch rund ums Fahrzeug und deswegen war es ein bisschen schwierig, da die Übersetzungen hinzukriegen, denn ja, deutsche Fahrzeuge, amerikanische Fahrzeuge sind sich gewohnt, aber tschechische gibt es hier eben nicht so viele. Das hat ein bisschen gedauert, aber auch das ließ sich klären. Und jetzt dürfen wir als Personen jeweils 180 Tage im Land bleiben und das Auto, da sie es auch als Wohnmobil anerkannt haben, 10 Jahre. Ich glaube nicht, dass wir so lange in Mexiko bleiben, aber wer weiß. Man weiß ja nicht. Auf jeden Fall hat uns der Grenzbeamte auch noch mal ganz viele Tipps gegeben, was wir hier in der Umgebung machen können, auch gerade als ersten Anlaufpunkt. Und darum fahren wir jetzt nach Ensenada und folgen seinen Tipps. Und hier sind wir endlich in Ensenada angekommen. Ja, die Fahrt von der Grenze hierher knapp 2 Stunden ging eigentlich. Und weshalb wir hier angehalten haben, abgesehen, dass Jessie so hungrig ist, wieder mal. Ja, der Grenzbeamte hat uns empfohlen, hier einen Stopp zu machen, denn hier soll es richtig gute Tacos geben. Und wenn wir ja, schon in Mexiko angekommen sind. Ja, und Marisco soll hier auch gut sein. Genau. Dann testen wir das doch. Genau. Und wir hatten doch recht, in Baja ist alles besser. Auf jeden Fall ist es wärmer. Ja, und es fühlt sich einfach so gut an, hier zu sein. Oh, ich bin richtig happy. Okay, also der erste Eindruck war schon mal sehr touristisch. Es gibt ja auch einen Kreuzschiffhafen. Darum sind hier sehr viele, ich weiß nicht, so Kreuzfahrttouristen. Aber hier tauchen wir gerade in eine Seitengasse ein, wo es einen Fischmarkt gibt und ich weiß nicht, was hier alles ist. Ich glaube, hier wirkt es ein bisschen authentischer und da freue ich mich eher drauf. Mittlerweile haben wir den touristischen Teil verlassen und ich muss schon sagen, hier fühlen wir uns eigentlich viel besser, oder? Definitiv. Angenehmer. Also da wurden wir ja die ganze Zeit auf Englisch angesprochen. Ja, wir sehen ja wie Touristen aus, also ja, wir sind ja auch Touristen. Aber ja, hier so das Authentische zu erleben, das ist das, was uns gefällt.
bestellt haben, aber es sieht richtig lecker aus. Das sind Tacos, auf jeden Fall. Es sind Tacos, Taco de Asada, und sie kosten 30 Pesos. Das sind ein bisschen mehr als 1 Euro. Ziemlich laut hier. Und es ist laut hier. Authentisch nennt man das. Essen macht mich einfach glücklich. Boah, nicht nur ich. Nein, auch. Oh, okay. Wie soll ich das? Oh Gott, da komme ich nicht mehr gut raus. Also Roberto und gutes Essen machen mich glücklich. Okay. Und also man merkt halt auch an den Preisen, dass man hier komplett woanders ist. Ein Taco kostet 1,40 bei dieser Taqueria. Ich weiß jetzt nicht, wie die Preise sonst sind. Und es war richtig lecker, da war ganz viel drin und Guter Tipp haben wir bekommen vom Zollbeamten. ja, danke Herr Zollbeamte. Und falls ihr euch wundert, Roberto hat nichts gegessen, weil er Allergien hat. Und man muss es ja nicht gleich am ersten Tag provozieren, oder? Ja. Also mindestens die Guacamole wäre nicht drin gelegen und wir haben keine Ahnung, was sonst noch drin war. Ja, das probieren wir dann ein andermal. Jetzt gehen wir auf jeden Fall zurück zum Van und wir fahren an den Schlafplatz und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach morgen wieder. Was für ein Stellplatz! Ich bin total aus dem Häuschen. Also auch gestern Abend schon, als wir angekommen sind, bin ich halb durchgedreht wegen den ganzen Kakteen und ja, wir hatten ja in Arizona schon welche gesehen, aber hier sind wir mittendrin gestanden, haben hier übernachtet und ja, ich glaube, ich gehe Roberto ein bisschen auf den Wecker damit. Er ist nicht ganz so fasziniert wie ich, aber... Doch, ich finde es schon faszinierend. Ja, aber du drehst nicht so durch wie Nein. ich. Also, ja, ich bin begeistert. Ups. Genau deswegen tragen wir auch unsere Boots. Ja, Wow. hier gibt es so viele verschiedene Kakteen und das ist ja ein richtig übles Ding. Der ist richtig fies. Aber wie kriege ich den jetzt raus? Ich will den lieber nicht mit den Händen anfassen. Ich muss irgendwie ein Hölzchen finden. Ja, weil hier liegt das überall am Boden rum. Also den großen Kaktus haben wir weg, aber das Ding ist richtig bestialisch. Da sind einfach ein paar Stacheln im Schuh drin geblieben. Ah, die brechen ab. Oh oh. Ja, weil die haben ja Widerhaken. Die bleiben wahrscheinlich jetzt schön im... Sieh dir das an. Dass sich das so eingebohrt hat. Das ist doch nicht normal. Ja, ich krieg das nicht raus. Nee. Ja, ist abgebrochen. Ja. Na, wenigstens kommt er nicht weiter rein. Also drin spüre ich es nicht. Es ist nicht ganz durchgekommen. Wow. Abgesehen von den Kakteen sind ja hier überall Löcher und wir haben gelesen, dass hier Spinnen, Klapperschlangen und Skorpione sein sollen. Also wir sind da ein bisschen vorsichtig, also wir laufen hier schon gezielt um die Löcher rum, aber hier ist gefühlt, ja, alles will einen umbringen. Close your eyes, get out of your skin. Only this matters, let it in. If
ist ein Saguaro umgestürzt und wenn man ihn so daneben nicht sehen würde, man würde gar nicht denken, dass das ein Kaktus ist, weil hier der Baumstamm und die Wurzeln sind richtig hölzern, sieht aus wie normale Baumrinde, aber es ist ein Kaktus. Und, was ich auch sehr interessant finde, diese Saguaros, die diese Ärmel haben, die sind alle mindestens 70 Jahre alt oder eben auch viel älter, denn erst mit 70 Jahren fangen sie überhaupt an, diese Arme zu bilden. Und wenn man sich hier so umblickt, fast alle haben diese Arme und ja, Das sind hunderte von Jahren. das sind hunderte von Jahren und die stehen hier einfach so in dieser Natur, unberührt. Ja. Genau für solche Momente haben wir die Terrasse gebaut und wir sind richtig froh, nicht wahr? Ja. Also das ist wirklich, also ich meine, man hatte uns ja an so vielen Stellen gewarnt vor Mexiko, vor dem gefährlichen Mexiko und wie kompliziert der Grenzübergang sei und also bis jetzt haben wir nur positive Erfahrungen. An der Grenze waren sie so freundlich. Klar, Roberto spricht fließend Spanisch, das hilft sicher, wenn man auch die Landessprache kennt. Aber auch so, die haben es auch mit Englisch versucht und waren so freundlich und wir haben nur positive Erlebnisse gehabt bis jetzt. Gut, wir sind ja noch nicht so lange hier, aber Ja klar, aber der erste trotzdem. Eindruck Ja, ist auf jeden Fall sehr positiv. ja und ja, die Menschen sind einfach so freundlich allgemein, auch in der Stadt, überall. Also man muss wirklich nicht so viel Angst haben. Gerade wenn man aus der USA nach Mexiko kommt, wir sind hier nicht bei den Wilden. Es ist wirklich, ja, also wir finden es toll. Mit so einer Umgebung ist es doch ziemlich schwierig in Weihnachtsstimmung zu kommen. Obwohl, ja, Jessie versucht hier was. Vielleicht hilft das. Ich weiß nicht, ich bin jetzt übergegangen zu Palmen und Kakteen. Ich glaube nicht, dass das so gut funktioniert. Aber hier steht Merry Christmas. Ja. Ja, aber man merkt auch, ich finde langsam auch wieder die Muße, um sowas überhaupt zu machen. Die letzten Wochen wäre sowas gar nicht drin gelegen. Also ich glaube allgemein, seit wir jetzt San Diego und jetzt über die Grenze gefahren sind, das hat uns richtig gut getan. Auch das schöne Wetter, die warmen Temperaturen, ja, das haben wir richtig gebraucht. Wir sind wie losgelöst ein Ja. bisschen. Ja. Aber bei euch ist ja heute eigentlich Weihnachten, also an dem Tag, wo das Video rausgeht. Und wir möchten euch an dieser Stelle auch nicht alles Gute, aber fröhliche Weihnachten wünschen und frohe Festtage. Und auch ein großes Dankeschön an euch alle, die ja, uns das ganze Jahr lang unterstützt, supportet habt, Kommentare geschrieben habt. Also danke dafür. Ja, und auch an die stillen Zuschauer. Also Ja. für die sind wir auch sehr dankbar. Also wir danken euch allen sehr. Und ja, wenn wir es schon von Feiertagen haben, wir melden uns ab für ein paar Wochen. Ja. Oder ich weiß nicht wie viel. Wir haben gesagt, wir legen uns nicht fest. Ja, wir machen jetzt auch mal Ferien. Ja. Ich brauche auch mal Urlaub vom Reisen. Das geht natürlich sehr gut im Süden von Baja. Und wir melden uns im neuen Jahr wieder. Wir wissen noch nicht wann. Genau, und aus diesem Grund abonniert den Kanal. Ja. Klickt auf das Glöckchen, um ja, eine Benachrichtigung zu bekommen, sobald wir ein neues Video rausbringen. Ja, und dann freuen wir uns, wenn wir euch im nächsten Jahr wieder dabei haben. Bevor wir uns aber verabschieden, möchten wir uns nochmal beim heutigen Sponsor des Videos bedanken, bei CyberGhost. Mit dem Link in der Videobeschreibung kommt ihr mit CyberGhost VPN zu sicherem Surfen und ihr könnt auch auf Geoblocking-Inhalte zugreifen und das für nur 2,03 € im Monat und mit Geld-Zurück-Garantie. Ja, und in diesem Sinne, wir gehen jetzt auch mal surfen und wir sehen uns im neuen Jahr. Bis dann. Bis dann. Frohe Weihnachten. Endlich angekommen in Ensenada. Ensenada. Ensenada.
und ja. Und wieso?